In diesem Paket aus Spanien ist mein neuester Blaswandler eingetroffen, ein Travel Sax. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Windcontroller aus dem 3D-Drucker in Realität aussieht. Ich hoffe, du auch, denn heute zeige ich dir, wie ich dieses Paket auspacke und welches meine ersten Eindrücke des Travel Sax sind. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute dreht sich alles um dieses Paket hier, beziehungsweise um den Inhalt dieses Pakets, ein Travel Sax. Ich bin vor einiger Zeit auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter auf das Travel Sax aufmerksam geworden und habe das Projekt unterstützt, weil ich es ein interessantes Konzept finde. Die Grundidee des Travel Sax ist ein elektronisches, portables, kleines, leichtes Übungssaxophon. Das Travel Sax wird von Odyssey Music produziert, eine spanische Firma, und den Link dazu findest du in der Beschreibung unten zu diesem Video. Odyssey Music preist das Travel Sax als das kleinste und leichteste elektronische Saxophon der Welt an. Wie du auf der Website von Odyssey Music siehst, hat das Travel Sax tatsächlich eine Saxophonmechanik und ein Saxophon-Mundstück. Und das finde ich besonders interessant, weil damit ist das Travel Sax noch näher am realen akustischen Saxophon als andere Blaswandler. Zum Travel Sax gehört eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie, die angeblich 6 Stunden Spielzeit ermöglicht. Und es gibt für das Instrument auch eine App für Android und iPhones. Auf Basis dieser Informationen und der Bilder, die ich gesehen habe auf der Webseite von Odyssey Music, habe ich mich entschieden, das Travel Sax zu kaufen. Und jetzt wollen wir schauen, ob es in Realität tatsächlich das bringt, was es auch verspricht. Das Paket ist, wie du siehst, relativ klein. Es hat hier offensichtlich die Lieferdokumente. Das ist einfach meine Adresse, eine Bestätigung der Zahlung, Zolldokumente. Wie du siehst, ist es in einem relativ guten Zustand angekommen. Also sieht gut verpackt aus. Und jetzt schauen wir, ob der Inhalt auch in gutem Zustand angekommen ist. In der Schachtel ist nochmals eine Schachtel. Sieht aber gut aus, finde ich. Oh. Da ist ein Brief dazu, der sogar personalisiert ist. Lieber Christoph. Und der Brief bestätigt, dass ich die Nummer 11 von 221 Travel Sax habe, die beim Kickstarter-Projekt unterstützt wurden. Ebenfalls auf dem Brief ist eine Visitenkarte des CEO von Odyssey Music mit der Telefonnummer. Und ich darf ihn also anrufen, wenn ich ein Problem habe mit dem Travel Sax. Ebenfalls, das finde ich sehr gut, ist ein Alto-Saxophon-Mundstück inbegriffen und ein Adapter für ein Sopran-, Tenor- oder Bariton-Saxophon-Mundstück, falls ich ein anderes Saxophon-Mundstück damit verwenden will. Sehr gut, also der Eindruck hier mit diesem persönlich angeschriebenen Brief ist eigentlich sehr positiv. Jetzt muss nur das Instrument auch noch so positiv sein, dann sind wir auf einem guten Weg. Als nächstes ist eine Bedienungsanleitung dabei. Die Bedienungsanleitung ist sauber gedruckt, keine Kopie auf einem Kopierer, macht einen guten Eindruck. Auch im Inneren der
Bedienungsanleitung sieht das auf den ersten Blick sauber aus. Sehr gut. Auf der Innenseite des Pakets hat es noch ein Zitat von Charlie Parker. Das ist zwar ein absolutes Detail und völlig irrelevant für das Instrument, aber dennoch finde ich, dass so Details dazu beitragen, dass man einen guten ersten Gesamteindruck hat. So, nun kommen wir zum absolut Entscheidenden, zum Instrument. Es ist ein Instrumentenkoffer dabei, den man auch von Hand gut tragen kann. Es ist ein Hardcase, mehr oder weniger, aber stabil, macht einen guten Eindruck. Jetzt der entscheidende Moment. Okay. Es gibt offensichtlich zwei Abteile. Auf der einen Seite gibt es wahrscheinlich Zubehör, das schaue ich mir nachher an. Auf dieser Seite das Travel Sacks. Also das ist jetzt fast ein wenig schwer aus dem Koffer rauszubringen, aber wahrscheinlich ist es einfach jetzt zu Beginn, bis ich das Instrument etwas genutzt habe und ich dann das gut wieder rein und rausnehmen kann. Es passt sehr gut rein, rausnehmen. Vielleicht bin ich einfach zu blöd. Aber es ist auf jeden Fall, das Instrument ist auf jeden Fall gut geschützt in diesem Koffer. Auf den ersten Blick sieht man auf jeden Fall, dass es eine Saxophonmechanik hat. Es liegt relativ gut in der Hand, sehr, sehr leicht. Und das ist jetzt vielleicht auch der erste negative Punkt, den ich feststelle. Ich habe mir das Instrument stabiler vorgestellt. Also die Mechanik ist relativ weich. Das muss ja nicht zwingend heißen, dass sie schnell kaputt geht. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich hatte so in meiner Vorstellung habe ich mir tatsächlich eine stabile Mechanik vorgestellt, wie bei einem Saxophon. Und das ist es nicht. Man merkt, dass die Tasten aus einem 3D-Drucker sind, aus einem sehr leichten Material. Und man hat das Gefühl, dass es möglicherweise abbrechen könnte. Aber ich kann mich erinnern, dass ich bei Odyssey Music auf der Webseite gelesen habe, dass das nicht der Fall sein sollte, dass die ganze Konstruktion also sehr stabil ist. Und ich habe das Gefühl, dass das auch tatsächlich so ist, dass es einfach der Unterschied ist zum richtigen akustischen Saxophon mit der sehr stabilen Mechanik aus Metall, die natürlich viel stabiler wirkt als eine Mechanik aus dem 3D-Drucker. Gut, ansonsten ist aber aus meiner Sicht auf den ersten Blick eigentlich alles vorhanden. Die Seitenklappen, die Klappen für die unteren kleinen Finger links und rechts. Auf dieser Seite die seitlichen Klappen ebenfalls. Das entspricht wirklich meinem Alto-Saxophon, mehr oder weniger. Gut, nun schaue ich noch, was in der anderen Tasche drin ist. Hier hat es ein Säckchen.
Das macht wieder einen sehr wertigen Eindruck, einen guten Eindruck. Auch hier etwas schwierig, es zu öffnen. Gut, okay. Das sind offensichtlich nun die Adapter für die verschiedenen Mundstücke. Bereits montiert ist der Adapter für das Alto-Saxophon-Mundstück. Dann sieht das hier aus wie Sopran-Saxophon-Adapter und dann Tenor- und Bariton-Saxophon. Gut, dann haben wir hier noch weitere Teile in dieser Seitentasche. Hier das Alto-Saxophon-Mundstück. Das ist eingepackt in einen Plastik, wie man hört. Mit dabei ist auch ein Saxophonblatt, No Name, eine Kappe, das Mundstück, auch No Name, sieht aber sauber produziert aus, wie ein richtiges Alto-Saxophon-Mundstück. So, dann geht es weiter. Hier ist noch was drin, ein USB-C-Kabel. Hier auf der Rückseite gibt es einen Anschluss unten für das USB-Kabel. Hier im Kordelzugbeutel gibt es noch ein Mikrofasertuch. Inzwischen habe ich auch gesehen, dass es in der Anleitung eine Anleitung gibt, wie man das Travel Sax aus der Box nimmt. Also man muss einfach an zwei bestimmten Stellen das Travel Sax fassen und dann kann man es relativ gut aus der Box rausziehen. Gut, fassen wir zusammen. In meinem Paket von Odyssey Music dabei ist eine Bedienungsanleitung und ein persönlicher Brief. Dann hat es dabei ein Mikrofasertuch, einen USB-C-Anschluss, ein Alto-Saxophon-Blatt mit Alto-Saxophon-Mundstück und Deckel. Wenn du ein anderes Mundstück bevorzugst, gibt es Adapter für Baritonsaxophon, Tenorsaxophon und Sopransaxophon. Die sind verpackt in diesem Beutel. Dann natürlich das Wichtigste, das Travel Sax an sich und der Koffer, um es gut zu transportieren. Den Koffer finde ich übrigens sehr positiv, weil es gibt andere Hersteller, beispielsweise Akai beim EB 5000 bekommst du keinen Koffer. Der Preis des Travel Sax liegt übrigens im Moment bei 499 € plus Versandkosten plus Zollgebühren, je nachdem, wo du wohnst. Im Moment weiß ich natürlich noch nicht, ob ich mit dem Instrument zurechtkomme, ob alles funktioniert, wenn ich damit zu spielen versuche. Mein erster Eindruck des Travel Sax ist aber sehr positiv. Verpackung und das Zubehör machen einen sehr professionell produzierten Eindruck. Der einzige Punkt, der mir aufgefallen ist, den ich anders erwartet hätte, ist die Stabilität der Mechanik, die doch relativ weich ist, wenn man es vergleicht mit einem realen akustischen Saxophon. Aber das liegt wahrscheinlich ganz einfach am anderen Material, dass das Travel Sax ja nicht aus Metall, sondern aus einem Kunststoff hergestellt ist. Ich hoffe, du hast mit diesem Video auch einen ersten Eindruck von diesem Travel Sax erhalten. Es ist für mich natürlich auch immer interessant zu erfahren, was andere über so ein Instrument denken. Lass es mich also wissen in den Kommentaren unten. Und wenn dir das Video gefallen hat, beziehungsweise wenn du es hilfreich gefunden hast, dann freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst. Für heute war es das aber. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.